187 at 5810 Murata Avenue. Homicide wants you over there. The coroner thinks the broad was whacked using the army morphine. Don't say anything, Roy. Just get over there. So, und damit begrüße ich euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge LA Noire. Wir wurden in der letzten Folge, so wie ich das jetzt verstanden habe, degradiert. Wir sind jetzt wieder Streifenpolizisten. I understand. What's with that getup of yours anyway? I should start introducing us as Detective Earl, and this is my science teacher, Mr. Phelps. Your interest in my appearance is starting to get me worrying. Like it or not, we're a dysfunctional couple now. People judge me with you on my arm same way they would a fat broad with a 5 o'clock shadow. I really hope you're joking, Roy. Ach ja, die zwei. Canary says he'll sing, but Gut, wir haben einen nächsten Tatort. Ich muss mal hier den Ausgang finden. Das ist ja schrecklich. Hier. So. Orte. Unser nächster Ort, der Mordtatort. Ach, jetzt sind wir wieder Mord. Wohnadresse des Opfers. Ist schon festgelegt, sehe ich gerade auf der Karte. Genau. Ja, jetzt sind wir wieder hier, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt geskriptet ist, also dass man das jetzt so machen muss. Oder ob wir wirklich Scheiße gebaut haben und deshalb degradiert wurden. Ich habe keine Ahnung. Ich würde trotzdem jetzt erstmal gerne nochmal das Outfit ändern. Neues haben wir nicht bekommen. Was passt denn besser zu einem Mord? Den finde ich ganz schnieke. Nee. Den fand ich halt ganz toll. Der geht. Dann eher den hier annehmen. Ja, das sieht doch schon mal eleganter aus. So, Kollege, du darfst mal. You're behind the wheel. You seem distracted. We recovered the morphine. Some of it might be unaccounted for, so what? That's life. We did our job. Closing one case opens another. Do you have any idea what is really going on while we're wasting our time following this stuff? Are you going to tell me? The deals being done right now will change the face of LA forever, and we're wasting our time on some hump. Someone's little girl. Visit the morgue at the end of the month when the John and Jane Does are cremated. Their percentages. The odds for and against lightning striking. Mordtatort 2:26 Uhr. So. Second floor, apartment 6, in the back. Erster Stock, Thanks. Apartment 6. Jetzt sind wir wieder beim Morddezernat. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich Absicht war. Wenn ja, okay. Wenn nicht, bin ich etwas enttäuscht, weil ich möchte jetzt auch gerne mal hier langsam das Let's Play beenden. Es ist nicht so, dass es mir nicht gefällt, um Gottes Willen, aber es ist schon ziemlich langwierig. Und ich würde gerne mal was Neuem starten, neues Story-Game. Oh. Bukowski, you made homicide. That I did. Good to see you, Phelps. You two want a hug? Oh. Or can we get on with it? Relax, Rusty. 26 years old, fashion model. Found in the tub by the cleaning lady, Mrs. Reynoldson. She called it in. We heard Carruthers thinks... Carruthers likes to make work for people. Overdose of sleeping pills. Falls asleep in the tub. Rest in peace. Case closed. Here, here. Mal is 100% that it's murder. Do you mind if I take a look around? Sure. Go right ahead. Lass mal den Profi ran. Ein möglicher Hinweis. Ein neuer Hinweis. Ein möglicher Selbstmord. Neue wichtige Person, Mrs. Reynoldson. Da liegt die gute Dame. Phelps? Mal, we've had a look around. Rusty thinks it's a waste of time. What's your theory? Come on, Mal. Tell us why we were dragged down here. If the victim was alive when she entered the tub, water would have entered her lungs. The water is violently churned in the windpipe as she drowns. The result is that a lot of foam is generated. This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Notice anything about our Vic? May I took a look? Be my guest.
So, dann grabbeln wir die gute mal Take an. a closer look at her head and neck. Her neck is bruised pretty badly. Yep. Yep. Da links sind... Was sind das für Stellen? Das hier Bisse. Bruising on the forearms, and these look like bite marks. Aha. Very good. Ja. Eindeutige Bissspuren. Das sind der Ring. A very unusual ring. I could be wrong, but it looks like a black sapphire. The Ja. eyes are a classic sign of morphine, and the bruises tell their own story. I think one man held her down, and another held her arm and injected her. They put her in the bath to try to cover it as a drowning. And spread a trail of barbiturates. Take a look around outside on your way out and see if you can find the syrettes. It would make my theory. And morphine would have been very quick, and there wouldn't have been much of a struggle. Okay, so find two guys who recently bought syrettes and weren't junkies, and you might be onto something. Klingt, This is her in these photos? klingt so, als ob jetzt unsere ganzen, wie sagt man, unsere ganzen Einsätze, also wir waren ja schon in der Sitte, also mit Drogen, wir haben jetzt Mord gemacht, dass das jetzt alles so vermischt wird, zu einem, dass wir jetzt mit einem Mordfall auch Drogen, kann ich die auf? Achso, So she ran herself a bath and down some Nee. pills, and then she just hey, das ist eine Bürste. Dass wir jetzt, jedes Dezernat, wo wir hatten, halt, ich will die Pillen haben. Kann ich nicht die Pillen? Nee, kann ich nicht. Dass wir jetzt zu einem Dezernat jetzt einen Fall bekommen. So fühlt sich das jetzt irgendwie an. It's okay. Wir schauen uns natürlich trotzdem... erstmal um. Noch mehr Pillen? Na komm, Kollege. Looks like barbiturates. Okay. Was ist noch hier? Da liegt noch Wäsche. Ist aber... was ist das denn Schönes? Quality English smoking jacket. I don't know anyone under 45 who would wear one. Très chic. Das ist anscheinend, das können wir nicht aufheben. Das wird unwichtig sein. Oder? Oh. Barbiturates. Oh. What else is rattling around in this thing? Oh. Julia Randall. Eine Kapsel nach einer Mahlzeit. Einmal täglich. We should speak to her doctor. Prescribing both drugs would make her life a roller coaster. Ein Benzedrin-Rezept. Mrs. Dr. Stoneman hat ihr die verschrieben. Alles klar. Da waren wir schon. Gut, dann befragen wir mal. Ne, nix befragen, noch nicht. Schickes Foto. Wir schauen uns mal hier um. Schick. This is all top end of town stuff. Gives us somewhere to look. Hä? Ist doch gar nichts. Ist bestimmt jetzt bei einem der anderen da. There's been a modeling assignment. Ja, ist bestimmt was versteckt da, ja. Dr. Ersin, ich arbeite Dienstag 11 bis 16 Uhr, leiste mir doch Gesellschaft. Frag nach Miss Randall. Kiss, 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 Julia. It's a place to start. Gut. Guter Anfang. Und das letzte noch. Beautiful girl. Clothes certainly aren't from the Sears catalog. Nee. Nope, da ist nichts drin. Haben wir schon ordentlich Hinweise jetzt gesammelt, dann müssen wir noch die gute Dame hier befragen und, na, die Küche. Jetzt meistens ein Kühlschrank, wo irgendwas dranhängt. Aber da scheint
nichts Wichtiges zu sein. Nope. Gut, dann befragen wir mal das gute Hausmädchen. You get lost and let me work? I'm This Detective broad Phelps. was built to be I'm here to try and photographed, help even if she Julia. is dead. Do you mind answering some questions? Virginia Reynoldson, I'm just so shocked. I feel like there's something I should be doing, someone I should call. We can make those calls, ma'am. Who needs to be notified? That's just it. I don't know. Miss Julie doesn't have any family in town. Someone has to set her affairs in order. Mr. Henderson, maybe? Who else is there? I don't know. If you give the details to the other detectives, ma'am, they can try and get in contact. Gut. Die Arme ist jetzt ziemlich aufgelöst. Virginia Reynoldson. Ist das Hausmädchen von ihr gewesen? Yep, ziemlich aufgelöst. Geisteszustand des Opfers. Was Miss Randall depressed about something? Upset? No more than normal. Okay. Ich möchte das jetzt nicht gern verkacken. Die guckt nervös. Nicht anders als normal. Und was ist denn der Zustand anders als normal? Anzweifel oder Lüge? Ich mach mal Wahrheit. So she wasn't mad at anyone in particular? No, men were usually besotted with Miss Julia, not the other way around. I don't think Miss Julia was ever in love with anyone. Ich glaube, ich werde es nie lernen. Ich bin einfach schlecht im Detektiv sein. Naja, nächster Punkt, Privatleben des Opfers. Did Miss Randall have many friends visit? I'm not sure. I only come around twice a week. Okay. Haben wir da irgendwelchen Job? Ne, wir haben jetzt auch kein Gegending, ich zweifle mal an. Men friends, Mrs. Reynoldson. Spill it. I will not spread gossip about Miss Julia. She was very nice to me. I don't care if she was the Virgin Mary sister. Who was she humping? You changed the sheets. You're disgusting. If you're going to take that tone, I won't answer any more questions. Kann ich das jetzt noch mal rückgängig machen? Kann man das noch mal von vorne machen? Bitte? Ich will noch mal von vorne anfangen. Where are you going? I'm trying, officer. Please come back. Ups. So. Schade, ich dachte, man kann das jetzt irgendwie nochmal abbrechen. Beziehung zum Opfer. What was it like working for Miss Randall? Perfectly fine, officer. Ach, was soll's, jetzt haben wir gerade die letzten noch verkacken. Ich glaube, es ist eine Lüge. You're hiding something, Mrs. Reynoldson. There's something about Julia's past that you don't want to tell me. And how do you come to that conclusion, young man? What makes you think I know anything about her past? Keine Ahnung. Ferne. Schlaftabletten, Waffenberuf, Model. 2 Verdächtige. Die da vielleicht? You are being very crass, young man. I have no idea what you're talking about. I know you're trying to protect Julia, Mrs. Reynoldson, but it won't help us solve the case. Julia can't be hurt anymore. Gott, war das scheiße. Ernsthaft, kann ich das nochmal abbrechen? Das war ja mal absolut scheiße. Oh, das ärgert mich jetzt echt, ne? Julia Randalls Apartment, da sind wir gerade. Die Stonemans Praxis. Ich glaube, wir sollten erst zu den Stonemans Apartment, ne? Ja, und jetzt? Mit den Kollegen reden. Stefan, Rusty, we'll take a look around outside and then follow up these leads.
Can you get some guys to run down the jacket? Eise. You think Boah. Carruthers has called it right? He rarely gets it wrong. I don't know. I'm with Galloway. I've met enough girls in my time who can't handle their dope. Gott, war das beschissen. Das ärgert mich gerade echt. Ne? Richtig, richtig schlecht. Also wir sollen uns mal draußen umsehen, ob wir im Hinterhof oder so irgendwelche Spritzen finden. Hallo? Lauf mal schneller, bitte. Ups. Nee. Moment, ich muss mal in den Aufgaben schauen. Tatort untersuchen. Das haben wir ja jetzt. Hatte ich nicht vorhin gesagt, wir sollen irgendwie draußen schauen? Irgendwelche Injektionsnadeln? Hallo? Rennt doch mal schneller. Ob wir irgendwelche Injektionsnadeln finden, meine ich, oder? Habe ich da was falsch verstanden? Die Kartons sind weg. Okay. Nö. Hier ist nix. Okay. Ja. Gut, dann fahren wir mal zum nächsten Ort. Can you drive to this one? Bukowski, Galloway, quite the little reunion in there. Almost brought a tear to my eye. They're good police. How would you know? You got promoted so fast you barely had time to learn their names. Let me fill you in. Bukowski's a pushover. Galloway's a drunk. You could learn a thing or two from both of them. Please. They couldn't work a vice case if their life depended on it. I don't see why they'd be any better or worse at it than me. I noticed you said better. Hubris disguised as humility. Kind of your trademark, don't you think? Why do you always twist everything? Galloway's got nothing to prove. He's been on homicide for years. And he's welcome to it. You're a terrier, Phelps, and that's what I need. Not some old bulldog who can't get up a flight of stairs without coughing up his lunch. Auch gut beschrieben. Dr. Staumans Praxis, 2:40 Uhr. Okay. Richer, cleaner and bolder defines tobacco in America. Smoke Whaler. The cigarette most doctors prefer. Was eine Ironie. Okay, ist es hier oder wie? Oder wo ist der Doktor? Ach, da. Print Shop. Hier müssen wir rein. Aber bevor wir das machen, gibt es hier wieder einen kleinen Cut und die Folge ist auch schon wieder vorbei. Und es tut mir wirklich leid, dass es scheiße gelaufen ist. Ich wünschte, es wäre jetzt anders gelaufen. Ich hätte jetzt auch gerne alle 3 Fragen richtig beantwortet oder zumindest 2 von 3 Fragen richtig. So haben wir leider gar keine Hinweise bekommen. Ich hoffe, ich gebe mir wirklich Mühe, dass die anderen Folgen besser laufen. Hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat und ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid, wenn wir hier mal den guten Doktor besuchen. What are we waiting for? Bis ich abgemoderiert habe, Kollege. Genau, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.